Hallo, grüß euch. Hier ist Inga. Heute möchte ich euch gerne außergewöhnliche Medien in der Malerei zeigen, mit denen sich wunderschöne Effekte erzielen lassen. Ich habe mich von den Farben Rosé und Braun sowie Rosé und Blau zu diesem Bild inspirieren lassen. Daher grundiere ich zunächst meine Leinwand, indem ich mir zwei Farben mische, und das mache ich so, dass sie nicht komplett durchmischt werden, sondern dass immer ein bisschen von dem Pigment übrig bleibt. Ich habe auch zwei Farben von unterschiedlichen Marken gewählt, und zwar einmal das Titanfeis von Amsterdam Acrylics, was eine sehr pastöse Konsistenz hat, und dann eine Farbe von Schminke, die normalerweise eine Airbrush-Farbe ist. Im Grunde genommen ist es eine sehr flüssige Farbe, und das ist das Crêpe Rot aus der Serie Aerocolor. Dieses Rot ist so wunderbar, also es ist ein dramatisches Blutrot. Ich habe das schon bei einigen anderen Bildern eingesetzt, und zusammen mit dem Titanweiß ergibt das aber ein ganz wunderbares und sanftes Rosé. Durch die vorhin schon erwähnten unterschiedlichen Dichten beim Mischen, teilweise auch direkt auf der Leinwand aufgetragen, entsteht ein sehr lebendiger Effekt auf meiner Leinwand. Die Leinwand ist 50 x 50 cm groß. Es ist wieder eine quadratische Leinwand, und sie gehört zu den Leinwänden, die eine Art 3D-Effekt haben, und ist daher 3,5 cm dick. Sobald ich mit meinem Farbauftrag als Hintergrund zufrieden bin, greife ich zu meinem Föhn, um die erste Schicht wirklich gut anzuföhnen, damit ich das, was ich heute vorhabe, dann auch machen kann. Da rollt es auch schon durchs Bild. Das nächste Werkzeug, was ich benutze, nämlich das Malerkrepp. Ich drücke es sorgfältig an, aber wie ich hinterher feststelle, war ich dabei nicht sorgfältig genug, beziehungsweise das, was als letzte Schicht heute aufgetragen wird, ist einfach zu flüssig und ist mir tatsächlich an manchen Stellen unter das Malerkrepp gelaufen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist, und deshalb sage ich es einfach, wie es ist. Das nächste, was passiert, nachdem ich die Streifen in unregelmäßigen Abständen aufgetragen habe, ist, dass ich mir einen sogenannten Metallgrund auftrage. Und zwar habe ich hier den Metallgrund der Firma Oxido gewählt. Also ich mache jetzt keine Werbung für diesen Hersteller, sondern ich bin einfach davon sehr angetan. Und es macht mir Spaß, mit diesen Farben zu arbeiten. Die habe ich mir auch alle selbst gekauft. Das Metallgrund ist neueren Datums und wird jetzt von mir auf 4 dieser Streifen, die ich mir erstellt habe, verteilt. Und es hat den Hintergrund, dass ich auch noch mit Eisengrund arbeiten möchte. Aber das Eisengrund befand sich nicht mehr in der Konsistenz, in der ich es mal gekauft hatte. Das muss ich also demnächst ersetzen, weil ich noch mehr vorhabe, mit diesen Effekten zu arbeiten. Und wie ihr sehen könnt, muss ich das tatsächlich mit einem Spachtel auftragen, denn es hat in jedem Fall an Flüssigkeit verloren. Es ist quasi wie eine Spachtelmasse, wäre normalerweise ähnlich flüssig wie der Metallgrund in Gold. Und ich versuche dann, das Beste daraus zu machen, indem ich ganz vorsichtig das verteile und aufpasse, dass es mir möglichst nicht auf den fertigen Hintergrund gerät. Ich bin auch froh, dass ich sozusagen nur 3 Linien davon gemacht habe und habe mir dann überlegt, ja, ich weiß nicht, ich trage am besten da den Metallgrund Silber noch ein bisschen auf, um auch noch eine gewisse Lebendigkeit zu bekommen. Das ist jetzt das Silber. Das Silber ist zum Glück genauso flüssig wie der Metallgrund Gold. Und ich trage das Ganze mit einem Holzstäbchen auf, weil ich das nicht flächendeckend auf der Schicht haben möchte, sondern nur als
leichten Akzent. Ich hoffe mal, dass man das hinterher noch gut sieht. Hier sieht man, wie krümelig der Eisengrund ist und wie super sich der Malgrund und Metallgrund Gold hat auftragen lassen. Das war jetzt alles an Vorbereitung, bevor es jetzt tatsächlich dazu geht, ein Oxidationsmedium zu verwenden. Beziehungsweise in meinem Fall habe ich mich jetzt für das Bild für 2 verschiedene Oxidationsmedien entschieden und die erreichen auf dem Metallgrund, ob das jetzt Gold, Silber oder Eisen ist, unterschiedliche Patina-Effekte, wenn die letzten Endes aufgetrocknet sind. Man kann jetzt sehen, dass ich erstmal eine Art grüne Flüssigkeit auf dem Metallgrund Gold aufbringe und der wird sich hinterher verändern. Ich habe hinterher festgestellt, wie eingangs erwähnt, dass ich von dem Oxidationsmittel etwas viel aufgetragen habe, denn genau dieses ist es, was mir jetzt unter das Malerkrepp gerät. Mit dem zweiten Medium bepinsel ich die Schicht aus Eisengrund und Silbergrund und man kann einen leichten Unterschied erkennen, außer dass das eine grün ist und das andere blau. Denn auf dem Silber wird das blaue Medium tatsächlich blau bleiben, wohingegen das blaue Medium den Eisengrund richtig schön mit einem Rosteffekt überzieht. Die Oxidationsmedien hatten jetzt bereits 1 Stunde Zeit, etwas einzuwirken und man kann auch schon die ersten Verfärbungen erkennen. Das ursprünglich hellgrüne Medium ist dunkelgrün geworden und auf dem Eisengrund sieht man schon den ersten Rosteffekt. Jetzt kann man sehen, dass die Medien soweit aufgetrocknet sind. Das ursprüngliche Grün ist einem Blau gewichen und der Rosteffekt auf dem Eisengrund hat weiter zugenommen. Bei dem Silber frage ich mich gerade, ob das vielleicht auch ersetzt werden müsste, denn normalerweise hätte ich dort einen anderen Effekt erwartet. Aber das ist, denke ich mal, trotzdem für diese Demo hier nicht weiter dramatisch. Ich finde, dass das Blau auf dem Metallgrund Gold sehr intensiv ist und trage deshalb jetzt noch mal ein bisschen Metallgrund auf, weil ich mir den Effekt noch etwas schöner vorstelle. Hinterher wird man sehen, dass ein bisschen von dem Metall übrig geblieben ist und der Rest ist tatsächlich auch noch oxidiert. Das Schönste ist immer dann, wenn das Krepppapier gelöst wird. Hier mache ich gleich die Erfahrung, dass es unter Umständen besser gewesen wäre, bei dem Eisenoxid schneller zu handeln. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich mit der Konsistenz des Eisenoxids zusammenhängt, denn dieses Malerkrepp lässt sich plötzlich nur noch in Stücken abreißen und ich habe nachher noch einen kleinen Ausschnitt, wo ich dann zeige, wie ich dann die Reste tatsächlich davon noch abbekomme. Also am schönsten ist dieser Effekt ja, wenn sich das Malerkrepp einfach komplett abziehen lässt. Aber den Gefallen tut es mir hier nicht. Und der Eisengrund bleibt so krümelig, wie er vorher gewesen ist. Was mir richtig gut gefällt, ist der Farbkontrast zwischen dem Rosé und dem Blau-Grün. Und auch dieses Braun, dieses Eisen-Rostoxidbraun, das finde ich zu dem Rosa ganz wunderbar. Man darf ja auch selbstkritisch sein und ich hätte mir, nachdem ich das jetzt so gesehen habe, gewünscht, ich hätte die Linien breiter gewählt. Ich hätte vor allen Dingen das Oxidationsmedium lückenhafter aufgetragen, denn ich glaube, dann wäre der Effekt
noch viel schöner rausgekommen. Und hier kann man stellenweise sehen oder gleich auch in der Nahaufnahme, dort an den Stellen, wo das Medium unter dem Krepppapier durchgelaufen ist. Ich finde, das tut der ganzen Sache keinen Abbruch und ich probiere ja auch gerne Dinge aus, aber das sind eben Sachen, die eine so exakte Arbeit mit diesen Kanten dann eben nicht zuletzt. Aber der Effekt, dieses schillernde Goldgrün und dieser Rost, der ist so wunderbar, dass ich das in jedem Fall auf weiteren Bildern noch einsetzen werde. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich danke dir fürs Zuhören. Gib mir gerne ein Like. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.